Servus und willkommen. Die Saison neigt sich langsam dem Ende und da haben wir das gute Wetter am letzten Oktoberwochenende nochmal ausgenutzt. Unsere Tour führte am Sylvensteinspeicher vorbei, der Mautstraße von Vorderes nach Wallgau entlang und dann über den Walchensee und Kesselberg wieder nach Hause. Viel Spaß beim Schauen! Der Sylvensteinspeicher oder auch schlicht Sylvensteinsee genannt, ist ein Stausee im Isarwinkel in der Gemeinde Lenggries. Er wurde in den Jahren 1954 bis 1959 zum Hochwasserschutz im Isartal gebaut. Das maximale Stauvolumen beträgt beachtliche 124,3 Millionen Kubikmeter. Der Sylvensteinsee ist auch ein Ausflugsziel und Erholungsgebiet. Im See versunken liegt das ehemalige Dorf Vall, das vor der Flutung abgerissen und einige Dutzend Meter höher an der Straße nach Vorderes neu erbaut wurde. Die 12 Kilometer lange Mautstraße führt von Vorderes, dem südlichsten Ortsteil der Gemeinde Lenggries, nach Wallgau. Die Strecke verläuft entlang der Isar und bietet mit den Bergen des Karwendelgebirge eine tolle Landschaft. Es gibt mehrere Parkplätze, von denen man etwa an die Isar gehen oder auch eine Wanderung unternehmen kann. Im flachen Wasser der Isar kann man auch an mehreren Stellen baden gehen. Der Walchensee ist einer der tiefsten und zugleich einer der größten Alpenseen Deutschlands.
Er liegt 75 Kilometer südlich von München in den Bayerischen Voralpen auf ca. 800 Meter Meereshöhe und seine maximale Tiefe beträgt 190 Meter. Die Passhöhe auf 858 Meter zwischen dem Walchensee und dem Kochelsee und auch der dort hinüberführende Abschnitt der Bundesstraße 11 wird als Kesselberg bezeichnet. Die Kesselbergstraße führt mit ca. 9 Kilometer Länge von Kochel am See nach Urfeld und überwindet in zahlreichen Kehren bis zum Pass einen Höhenunterschied von 255 Meter. Aber Achtung, auf der gesamten Strecke gibt es eine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Kilometer pro Stunde sowie ein Überholverbot. Samstags und sonntags sowie an Feiertagen ist die Strecke in Richtung Walchensee für Motorräder gesperrt. Zum Abschluss unserer Tagestour zeigte sich der Herbst von seiner schönsten Seite. Die tiefstehende Sonne bescherte uns ein buntes Farbenspiel und einen traumhaften Indian Summer. You just come running by.